Passend zum ausgehenden Sommer male ich heute mal mit euch dieses Sonnenblumenbild. Es erinnert ein bisschen an ein Bild von Van Gogh und ich male heute mit der Kleistertechnik. Das Aquarellpapier habe ich aufgespannt und grundiere mit etwas weißem Gesso. Ihr könnt aber auch Acrylbinder nehmen. Das Gesso verteile ich mit einem Spachtel gleichmäßig auf der Oberfläche. Anschließend muss alles gründlich trocknen. Wenn alles trocken ist, nehme ich einen weichen Bleistift und skizziere mir ganz grob vor, einmal den Horizont bzw. den Tisch, dann die Form der Vase. Da könnt ihr euch einfach irgendeine Form ausdenken. Ich male das auch rein aus der Fantasie. Und dann ganz grob die Fläche, in der die Blüten nachher gemalt werden. Mehr brauche ich eigentlich nicht, denn zunächst geht es an die Grundierung. Dafür nehme ich Töne in Gelb bis Ocker. Die Farbe ist Ockergelb, die zweite Farbe Cadmiumgelb, Zitronengelb und auch noch ein bisschen Sienna gebrannt. Das geht etwas ins Rötliche. Zunächst versuche ich, diese Farben mit einem Spachtel aufzutragen. Ich merke schnell, es muss weiter verdünnt werden, also sprühe ich zunächst die Oberfläche mit etwas Wasser ein. Das klappt noch nicht so perfekt. Mal sehen, ich denke, ich nehme lieber einen Pinsel. Die Grundierung sollte möglichst hell und strahlend sein, denn durch das spätere Auftragen der Kleisterfarbe wird sie etwas gedämpft werden. Also sie kann jetzt ruhig etwas krass sein. Zwischendurch trockne ich das Ganze, damit die Farben sich nicht zu sehr mischen. Als Kontrast bringe ich noch etwas helleres Blau hinein, das ich ebenfalls mit Wasser verdünne. So scheint das Papier weiß durch und es gibt ein schönes transparent leuchtendes Blau für den Hintergrund. Nach dem kompletten Trocknen geht es ans Anmischen der Kleisterfarbe. Dazu wähle ich jetzt ein dunkleres Blau, ein Indigo. Dieses mische ich ganz ungleichmäßig mit den verschiedenen Gelbtönen, die ich eben für den Untergrund benötigt habe. Dann gebe ich dazu, das habt ihr gerade gesehen, das war das Weiße, das war der Kleister, der angerührte Tapetenkleister und alles mische ich ein bisschen ungleichmäßig. Ich sprühe die Oberfläche ein und trage die Kleistermasse, diese farbige, grüne, transparente Kleistermasse auf. Das kann ich über das ganze Bild verteilen. Ich muss dafür sorgen, dass es schön feucht bleibt, weil ich anschließend mit verschiedenen Werkzeugen diese Kleisterfarbe wieder wegschaben werde.
Solange die Kleisterfarbe noch feucht ist, versuche ich nun mit verschiedenen Werkzeugen die Farbe etwas wegzuschieben oder wegzukratzen. Zunächst einmal male ich die Blütenstände der Sonnenblumen ein. Damit markiere ich auch die Stelle, an der die Blüten später sitzen sollen. Das Innere der Sonnenblumen hat ja eine Struktur und diese versuche ich jetzt mit bestimmten Werkzeugen herzustellen. Hier mit der Pinselspitze klappt das noch nicht so gut. Da muss ich mir noch etwas überlegen. Ich versuche zunächst einmal die Blütenblätter herauszuschaben. Erst einmal mit einem Palettmesser, das klappt nicht so gut. Dann mit einem Abschnitt einer Kreditkarte oder mit einem Stück Holz. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber ich werde bestimmt noch eine Lösung finden. Ich denke gerade an die Bilder von Van Gogh und wie viel Schwung und Energie in diesen Blütenblättern drin war. Dann kommt mir die Idee, einfach den Finger zu nehmen. Ich wickle einfach ein Tuch, ein leicht feuchtes, saugfähiges Tuch um meinen Finger und gestalte die Blütenblätter mit den Fingern. Und hier bekomme ich auch die Kleisterfarbe so weit weggewischt, dass das leuchtende Gelb, was darunter liegt, wieder richtig gut zum Vorschein kommt. Ja, das Innere, also die Fruchtstände, wo die Samen sind, das hatte ich ja noch nicht gemacht. Jetzt nehme ich dazu einfach ein kleines Hölzchen und kratze einfach so kleine Lichter dort hinein. Das deutet halt die Samen an.
Mit dem Hölzchen zeichne ich jetzt dort, wo ich schon ein bisschen dunkles Grün aufgetragen habe für die Blätter, diese Blattadern an. Hier trage ich nochmal einfach ein bisschen Farbe dazu, damit die Farbe frisch und wieder feucht ist und auch ein bisschen dunkler. Und die Blätter kratze ich einfach hinein. Ja, was mache ich mit der Vase? Ich deute erstmal die Stiele an, indem ich sie einfach wieder wegwische. Aber ich glaube, ich mache keine Vase aus Glas, sondern im Endeffekt werde ich mich doch entscheiden, die Vase undurchsichtig zu gestalten. Das werdet ihr gleich sehen. Schaut mir einfach zu, wie ich weitermale. So, die Kleisterphase meines Bildes ist nun fast beendet. Das muss jetzt alles erst einmal ganz gründlich trocknen. Und wenn es komplett trocken ist, versiegle ich das Ganze vorsichtig mit einer Schicht Acrylbinder. Der Binder ist getrocknet und nun kann ich ohne Probleme darauf weiterarbeiten. Ich habe mich zunächst entschlossen, mit Indigo und Weiß für die Vase ein helles Blau zu nehmen. Das wird aber gleich im Verlauf noch einmal übermalt werden. Aus dem hellen Blau wird jetzt ein Rot gemischt aus Zinnober und Sienna gebrannt. Dazu gebe ich zum Abstumpfen noch etwas von dem Grün des Hintergrunds und der Blätter. Das ist jetzt meine Farbe für die Vase.
Ich überlege, was ich mit dem Hintergrund mache. Zunächst einmal wäre es ja möglich, ihn deckend zu malen in der Negativtechnik. Und ich habe hier ein Blau, was ich mal an einer Stelle teste, wie es wirkt. Aber ich denke, das ist mir zu kühl für das Bild. Also werde ich im Folgenden das Blau verwerfen und wieder übermalen. Ich nehme anschließend ein Weiß, was ich mit ganz wenig Ocker töne für den Hintergrund. Die Negativmalerei kennt ihr ja schon von mir. Und hier arbeite ich mich praktisch um die Blüten und um die Blattformen herum. Hier bin ich schon etwas weiter fortgeschritten. Der Kontrast zwischen dem Hintergrund und den Blüten ist jetzt ausreichend groß. Aber der Farbkontrast ist halt nicht so groß, als wenn es ein helles Blau wäre. Und das gefällt mir wesentlich besser. Ja, das Bild ist für mich jetzt fertig. Der Hintergrund ist auch nicht vollkommen ebenmäßig, sondern ganz wie bei Van Gogh auch leicht vibrierend. Die Pinselspuren im Hintergrund sind auch noch zu sehen. Und das gibt dem Bild auch Lebendigkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Vielleicht versucht ihr das auch einmal mit diesen Blüten oder mit ähnlichen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!